Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Heute soll es mal um den Begriff der Unendlichkeit gehen. Ich habe hier natürlich verschiedene Stichpunkte. Es ist auch kein ganz einfaches Thema, aber dass es so kompliziert ist, hat wieder was mit diesem Materialismus zu tun, mit seiner Widersprüchlichkeit und der Tatsache, dass wir Menschen doch diese Widersprüche am liebsten übergehen und gar nicht so genau nachdenken wollen. Aber nun zufällig ist ja mein Kanal namens Spireo dazu gemacht, einerseits spirituell zu sein, aber eben auf eine sehr möglichst intelligente Art und Weise, würde ich mal sagen. Was ja nicht bedeuten soll, dass spirituell nicht intelligent wäre, sondern es bedeutet, dass es manchmal so verwendet wäre, als wäre es irgendwie doof. Beispielsweise, wenn Leute sagen, sie machen, wie nennt sich das nochmal, Quantenheilung und wissen aber gar nicht, was Quantenphysik ist oder so, nicht mal im Ansatz, sondern am Ende läuft alles für diese spirituellen Leute darauf hinaus, dass man eben mitfühlend ist und so. Was okay ist, aber wie gesagt, hier geht es auch ein bisschen um Philosophie und ich möchte auf eine etwas nachdenkliche Art und Weise das Wort unendlich betrachten. Was wir darunter verstehen und wie widersprüchlich es ist. Unendlichkeit, man kennt das Zeichen für Unendlichkeit an dieser liegenden 8, ne? Ihr kennt das bestimmt. Ist ja für uns fast etwas Mystisches. Ihr kennt vielleicht auch die Automarke Infinity. Es hat was Großartiges. Normalerweise ist, bitte berichtigt mich, wenn ich da falsch liege, aber unsere Vorstellung von Unendlichkeit ist ziemlich eng verknüpft mit dem Wort Universum. Das Wort Universum bedeutet ja, so wie ein Behälter, in dem alles ist, das universell Ganze. So ähnlich wie das Wort Weltall, ne, in dem auch alles ist, die Welt und überhaupt alle Welten. Das Universum, so sagen wir, so wurde es mir immer gesagt, sei unendlich. Warum ist es unendlich? Weil man an keine Grenze kommt in diesem Universum. Also es gibt nirgendwo einen Stacheldraht oder einen Bretterzaun, wo man dann einfach nicht weiterkommt. Es geht einfach immer weiter. Und das ist ja eigentlich auch die Erfahrung, die man so hat. Die Astronomen haben zuerst mit bloßem Auge und dann später mit einfachen Fernrohren immer wieder ins Weltall geschaut und immer, was sie entdeckten, waren Sterne, neue Sterne, Sternhaufen, Galaxien, schließlich schwarze Löcher, alles Mögliche, was man da so entdecken kann. Und dann immer und immer wieder, je stärker die Teleskope wurden und je tiefer man in den Weltraum reinschauen konnte, desto höher wurden immer es ging immer um die Größe des Universums. Ja, wie groß ist das Universum? Ich weiß nicht, wie derzeit der Stand ist, vielleicht 20 Milliarden Lichtjahre zu jeder Seite, also insgesamt 40 Milliarden Lichtjahre Durchmesser oder so, ich weiß es nicht. Es wird einfach immer größer, je tiefer man reinschaut, sprich, es ist scheinbar unendlich. Und solange wir nicht auf einen Bretterzaun stoßen, wie gesagt, oder Stacheldraht, wird man eben wahrscheinlich immer weiter hineinschauen können. Und das ist also unsere Vorstellung von Unendlichkeit. Das Wort Universum selber ist ja ein Gegenstandswort und klingt so, als ob das Universum wie eine Art Behälter wäre, in dem alles ist. Und als ob alle Dinge darin existent wären und eine Existenz hätten. Also in dem Augenblick, wenn ich reinschaue ins Universum, sind diese Dinge, die ich denke, dass sie da sind, auch da. Nun inzwischen durch die Entdeckung der Relativität der Zeit und so weiter würde man jetzt sagen, also dass die Dinge, die man in 20 Milliarden Lichtjahren Entfernung sieht, vor 20 Milliarden Jahren da waren. Und jetzt nicht mehr notwendigerweise da sein müssen. Aber ich will einfach mal so tun, als wäre das jetzt nicht das, was ich meine, sondern diese
als wenn das, was in dem Universum sozusagen zu sehen ist, in diesem Augenblick da ist. Im Übrigen könnte ich ja genau dasselbe sagen von den Dingen, die hier im Raum sind. Die sind ja auch, unterliegen ja einer zeitlichen Verzögerung in ihrer Wahrnehmung und dass sie in dem Augenblick, wo ich sie sehe, noch da sind, davon gehe ich einfach aus. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich diese Widersprüchlichkeit, dass man sagt, einerseits sind die Dinge da und auf der anderen Seite wird man gar nicht fertig damit, neue Dinge zu entdecken. Und insofern hat das Wort unendlich nach meinem Verständnis also zwei Gesichtspunkte. Erstens den, dass man denkt, die Dinge wären existent in diesem Moment. In dem Maße, wie wir ja überhaupt glauben, dass im Materialismus, dass die Dinge außerhalb und unabhängig von uns da sind. Sind also auch die Sterne außerhalb und unabhängig irgendwo in diesem Weltraum da draußen da. Und wir könnten sie theoretisch besuchen, wenn wir mal hinfliegen. Und das Zweite ist, dass also der zweite Aspekt dieses Unendlichkeitsbegriffes ist eben, dass man, um diese Unendlichkeit zu erfahren, unendlich viel Zeit haben müsste. Man müsste also, um diese entfernten Sterne und diese Welten, die man dort vermutet, zu sehen und zu besuchen, müsste man hinfliegen. Und das wiederum würde natürlich also schon im Ansatz bei weitem die Zeit überschreiten, die wir Menschen zur Verfügung haben, um überhaupt irgendwas zu beobachten. Die ganze Menschheitsgeschichte würde nicht ausreichen, die Geschichte dieses Planeten würde nicht ausreichen. Und das ist also dieses Paradox, was ich meine, was ja letzten Endes bedeutet, um die Unendlichkeit des Weltalls zu erfahren, müsste man selber unendlich sein. Übrigens gibt es da auch Scherzbolde, die haben gesagt, meiner Ansicht nach völlig zu Recht, dass wenn ein Weltall unendlich ist und es gibt alle Dinge darin, die also theoretisch sein können, die werden dann irgendwie auch auftreten, dann gibt es sicherlich auch Planeten, auf denen Zivilisationen sind, die Schreibmaschinen erfinden und Schreibmaschinen dann haben. Und dann gibt es sicherlich auch Planeten, auf denen Affen sind. Und wenn es das gibt, dann gibt es doch sicherlich auch Planeten, auf denen Schreibmaschinen schreibende Affen sind, die einfach so auf der Schreibmaschine rumklimpern. Und wenn es das in unendlicher Anzahl gibt, solche Schreibmaschine schreibenden Affen, dann muss es auch Affen geben, die zufällig die Bibel zustande bekommen. Einfach aus Zufall. Und das lässt sich natürlich immer weiterdenken. Ja? Also wenn es Schreibmaschine schreibende Affen gibt, die Bibel schreiben, dann gibt es auch Schreibmaschine schreibende Affen, die Bibel schreiben und gerade mit dem ersten Wort fertig sind. Und andere, die mit dem zweiten Wort fertig sind. Und dann wieder welche, die gerade die Bibel fertig haben. Und dann gibt es wieder welche, die die Bibel in viele Sprachen übersetzt haben, inklusive aller Sprachen, die wir nicht kennen. Kurz eine sehr, sehr absurde Vorstellung. Und man merkt an dem, was ich gerade sagte, dass es irgendetwas zu tun hat mit dem, was ich mir vorstelle. Also ich kenne Affen, ich kenne Schreibmaschinen, also müsse es im Weltall auch Schreibmaschine schreibende Affen geben. Was also darauf hindeutet, dass im Weltall nur etwas zu finden ist, was ich mir vorstellen kann. Kann ich etwas benennen, was ich mir nicht vorstellen kann? Nee, das kann ich nicht. Denn alles, was ich mir vorstellen kann oder alles, was ich benennen will, muss ich mir auch vorstellen. Das ist diese Absurdität und das Paradoxe am Existenzbegriff in der Verbindung mit dem Wort Unendlichkeit. Beziehungsweise aus meiner Sicht überhaupt der Existenzbegriff im Materialismus. Und das Wort Unendlichkeit hat für sich eine gewisse Paradoxie, weil man sich scheinbar über diese Mehrdeutigkeit nicht im Klaren sind. Die Unendlichkeit der Existenz und die Unendlichkeit zu erfahren. Ja? Wie soll man die Unendlichkeit erfahren, wenn man doch selber von Unendlichkeit im Grunde gar keine Ahnung hat? Also alles, was wir kennen, ist Endlichkeit. Das einzig Unendliche, was wir kennen, ist diese Quelle, aus der das Bewusstsein sprudelt.
in einer Weise, dass man sagen kann, man kennt davon nicht den Anfang und nicht das Ende. Das ist so ähnlich wie mit der Geschichte. Man sagt ja auch, die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich nur. Sie hat also bestimmte Prinzipien, nach denen sich Dinge wiederholen, aber im eigentlichen Sinn wiederholt es sich nicht, sondern es wird immer neu gewürfelt sozusagen. Im Spiritualismus, den ich ja hier vertrete und propagiere, ist die Sichtweise auf die Schöpfung und das, was existiert, ganz anders. Existieren tut im Spiritualismus ja nicht ein Raum und eine Zeit, ein Raum unabhängig vom Bewusstsein und ein Raum geschaffen dafür, dass darin Objekte sind, ja, wie Planeten oder andere Dinge, wie der Tisch hier oder so, sondern im Spiritualismus existiert der Geist. Alles ist Geist und die Materie in dem Sinn, wie wir sie uns vorstellen, existiert nicht. Wie stellen wir uns Materie vor? Wir stellen uns Materie vor als etwas, das in Raum und Zeit existiert, unabhängig vom Geist. Der Spiritualist würde sagen, die Materie existiert als Gedanke an Materie. Und in dem Sinn macht also das Wort Existenz viel mehr Sinn, auch in dem Zusammenhang, den ich gerade nannte. Also wenn alles das, was ich mir vorstelle, im Weltall dann auch existieren muss, da es ja unendlich ist und da alle Möglichkeiten im Weltall wahr werden müssen, im Universum, kommt es also darauf an, diese Dinge zu benennen, die dann wahr sein sollten. Und auch hier sieht man schon, dass das Weltall oder das Universum halt stark davon abhängt, was ich mir vorstelle. Und es ist aber, wenn man das so sieht, nicht unendlich, sondern was ich mir vorstellen kann, ist endlich. Was ich hier in diesem Videovortrag zum Beispiel sagen kann, ist endlich. Ich kann nicht alles sagen und aufzählen. Es gibt ja übrigens YouTuber, die haben interessanterweise mal versucht, bis 100.000 zu zählen und sind dann, glaube ich, nach Tagen dann noch dazu gekommen, dass sie bis 100.000 zählen konnten, aber waren dann total erschöpft. Und man sieht ja daran schon, dass wie endlich wir Menschen sind und wie wenig unendlich das ist, was wir tun können. Wir kennen, wie gesagt, als das Unendliche höchstens die Quelle unserer Gedanken oder diese magische Quelle des Bewusstseins, die also immer Neues produzieren kann, aber aus unserer Sicht nicht in Unendlichkeit, sondern wir, die wir sehr endlich sind, kennen nur das Endliche. Zu dem Universum des Materialismus, in dem alle Dinge schon vorhanden sind, habe ich ich habe hier nochmal diese alte Zeichnung vorgekramt von dem Universum der Begriffe. Universum der Begriffe bedeutet, dass das Universum eben ein Bewusstsein ist und die Begriffe sind für mich die Verbindung von Worten und Vorstellungen. Also ich muss noch mal ganz kurz ausholen, ein Wort ist natürlich im Materialismus eine Bezeichnung für etwas, das im Außen existiert. Da es das im Spiritualismus nicht gibt, dieses Außen, diese vom Geist unabhängige Materie, sind im Spiritualismus die Worte ein Ausdruck von Vorstellungen. Und wenn man das so sieht, sind natürlich Vorstellungen wiederum etwas Weiches, etwas nicht völlig Eingrenzbares, denn jeder wird verstehen, wenn ich sage, die Vorstellungen variieren von Mensch zu Mensch. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen und wenn ich ein bestimmtes Wort sage, zum Beispiel Universum oder mag es noch so trivial sein, so hat ja jeder dazu seine eigene Vorstellung. Übrigens gibt es noch ein Paradox aus meiner Sicht, was mit dem Wort das unendliche Weltall zusammenhängt, nämlich die Vorstellung, dass die
die Masse des Weltall ja dann auch unendlich sein müsste und auch die Vorstellung, dass der Mikrokosmos, also der Mikrokosmos, der jeweils verbunden ist mit jedem Himmelskörper, den man da sieht, die ja an sich schon unendlich sind, aber wenn jeder Himmelskörper auch nochmal für sich einen unendlichen Mikrokosmos hat, welche Unendlichkeiten sich daraus ergeben. Ja, und der Spiritualismus ist eben dieser Ansicht, dass das Universum, das ja aus irgendeinem Grund von uns wieder in die Ferne projiziert wird und was völlig wieder getrennt ist von uns, im Grunde ja hier ist. Wir brauchen also nirgendwo hin zu fliegen in 30 Milliarden Lichtjahren Entfernung oder so, sondern das Universum ist direkt hier. Und das, was wir im Außen beobachten, diese Unendlichkeit des Universums, können wir an jeder einzelnen Sache beobachten, können wir an jedem einzelnen Gedanken beobachten. Also wenn wir zum Beispiel einen Gegenstand nehmen und zerbröseln ihn und versuchen, ihn unter einem Mikroskop zu untersuchen, und dann gibt es wieder Wissenschaftler, die nehmen nochmal das, was unter dem Mikroskop zerbröselt ist, und tun es in Teilchenbeschleuniger rein und entdecken dann noch winzige neue Teilchen, die sie dann nochmal zerlegen, und dann kommt Energie dabei raus und so weiter. Das ist also diese Unendlichkeit des Mikrokosmos, die im Grunde genau dieselbe ist wie die des Makrokosmos. Ja, also man kann also jede Strecke nochmal verdoppeln, man kann jede noch so kleine Entfernung nochmal halbieren, man kann, wenn man irgendein Wort hat, so wie, weiß ich nicht, dieses Blatt hier oder so, man kann jede Vorstellung nochmal in andere Vorstellungen zerlegen und diese dann wiederum in neue Vorstellungen. Und das ist einfach diese tatsächlich unendliche Teilbarkeit des Geistes und der Begriffe, Universum der Begriffe, die wir dann letzten Endes im Außen ja auch sehen. Nur, dass wir glauben im Materialismus, dass das, was wir da sehen, bereits eine Existenz hat, bevor wir es sehen. Ich will an dieser Stelle eigentlich auch schließen. Es ging mir ja darum, diese Widersprüchlichkeit des Wortes Unendlichkeit und Universum und diese Paradoxie zu benennen. Und ich hoffe, ihr konntet dem etwas entnehmen. Es geht natürlich darum, dass der Materialismus, der an eine Welt außerhalb und unabhängig des Geistigen glaubt, paradox ist. Und wozu mache ich das überhaupt? Wozu ist es gut, sich darüber Gedanken zu machen? Das sollte ich vielleicht nochmal sagen. Also es geht darum, meiner Ansicht nach, dass man wie gesagt, die Spiritualität ihrer Anmutung entkleidet. Es wäre etwas Dümmliches manchmal daran. Zweitens, wer spirituell ist, der versteht ja auch, dass da ein großer Nutzen darin liegt, spirituell zu sein. Also man versteht, welche Macht Worte haben, man versteht die Macht von Vorstellungen, wie es das Leben beeinflussen kann, wie deine Vorstellungen dein Leben prägen und auch das deiner Mitmenschen. Und nun gibt es ja viele, die das einfach, dieses ganze Thema ad acta legen, weil sie sagen, nein, sie wissen ja schon, was die wissenschaftliche Deutung all dessen ist. Die Wissenschaft sagt, das ist Unsinn. Und was mich wieder ein bisschen an Galileo Galilei erinnert, der ja seinerzeit wollte, dass die Kirchenoberhäupter durch sein Teleskop schauen und schauen, dass das, was er sagt über die Himmelskörper, stimmt. Und die haben einfach gesagt, nee, das kann nicht stimmen, das ist von vornherein Quatsch. Wir haben ja hier die Bibel und was da drin steht, das ist für uns entscheidend und nichts anderes. Und auf ganz ähnliche Weise wird meiner Ansicht nach heutzutage dieses Spirituelle abgetan und insofern versuche ich einfach mit dem Spiritualismus und dieser Philosophie auch ein bisschen diese Begriffe zu klären und zu versuchen, da das Rationale darin zu finden, um, wie gesagt, einen gewissen Nutzen auch zu erzielen.
Ich möchte damit erstmal schließen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte den Like-Button und das Abonnieren und so weiter. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Danke sehr. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.